Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo möchte ich gerne ein locker lässig geschnittenes Sweatkleid mit euch nähen. Je nach eurer Stoffwahl erhält es einen sportlichen oder alltagstauglichen Look. Es hat einen flachen Halsausschnitt, überschnittene, bequeme Schulterpartien sowie einen Tunnelbund, mit dem ihr das Kleid an eure Figur anpassen könnt. Das Schnittmuster für das Sweatkleid findet ihr unter diesem Link. Es enthält verschiedene Varianten, wie ihr den Ausschnitt nähen könnt, 2 unterschiedliche Ärmellängen sowie für das Rockteil Eingriffstaschen oder schräge Taschen. Außerdem könnt ihr den Rock auch einzeln nähen. Verwendet für das Kleid leicht dehnbare, jedoch nicht zu dünne Stoffe, wie beispielsweise einen leichten Sommersweat, einen Romanit-Jersey, einen Strickstoff oder auch einen Interlock. Bei meiner Variante aus einem leichten gestreiften Sweat zeige ich euch, wie der Ausschnitt mit einem Beleg, das Rockteil mit schrägen Taschen und wie der Tunnel mit Ösen genäht werden. Die Schnittteile habe ich hier schon einmal vorbereitet. Wir haben hier das Vorderteil und das Rückenteil, welche jeweils im Bruch zugeschnitten werden, sowie 2 Belegteile, die ich an den unteren Kanten bereits versäubert habe. Diese sind aus einem glatten Bündchenstoff. Dazu kommen 2 Ärmel, hier in 3/4 Länge. Der Vorderrock besteht aus einem Mittel- und 2 Seitenteilen sowie 2 Taschen. Der Hinterrock wird aus einem Teil im Bruch zugeschnitten. Wir beginnen nun und nähen als erstes das Vorderteil rechts auf rechts mit dem Rückenteil an den Schultern zusammen. Wenn ihr mögt, könnt ihr ein paar Klammern stecken. Ich nähe nun mit der Overlock-Maschine. Ihr könnt das komplette Kleid aber genauso gut mit der normalen Nähmaschine nähen. Tipps und Tricks hierfür findet ihr in meinem Video zum Shirt Elaine. Wenn die Schulternähte geschlossen sind, können wir im nächsten Schritt die Belegteile an den Ausschnitt nähen. Dafür habe ich bereits beide Belege hier an den kurzen Kanten zu einem Ring zusammengenäht. Wenn euer Stoff für den Beleg vielleicht sehr dünn ist, dann könnt ihr ihn mit Bügeleinlage verstärken. Nun klappen wir das Oberteil auf und stecken den Beleg rechts auf rechts am Ausschnitt fest. Dabei treffen hier die Knipse die kleinen Einschnitte für die vordere und hintere Mitte . Sowie die Nähte hier aufeinander. Ich stecke noch ein paar weitere Klammern und nähe alles rundherum zusammen. Im Gegensatz zu einem Bündchen wird der Beleg hier beim Annähen nicht gedehnt. Nun können wir den Beleg nach innen klappen, die Kante schön bügeln und dann mit der Nähmaschine absteppen. Ich bügle die Kante nun so, dass die Naht genau im Bruch und der Beleg außen nicht sichtbar ist. Bei meiner Nähmaschine habe ich einen Gradstich mit kleiner Stichlänge eingestellt und steppe die Kante nun rundherum nähfüßchenbreit ab. Ich beginne an der Schulternaht. Achtet darauf, dass ihr die Stoffe nicht dehnt und dass der Beleg nicht übersteht.
Und so sieht der Ausschnitt jetzt aus. Wenn er etwas wellig ist, könnt ihr ihn noch mit Bügeln wieder in Form bringen. Und um zu vermeiden, dass der Beleg später nach außen klappt, können wir ihn noch an beiden Schulternähten fixieren. Dafür legen wir den Beleg innen schön glatt und nähen nun im Schatten der Naht, also genau auf dieser Naht. Und so sieht die Naht nun aus. Wenn ihr farblich passendes Garn verwendet, ist sie fast unsichtbar und der Beleg ist innen wunderbar fixiert. Als nächstes nähen wir nun die Ärmel an das Oberteil. Steckt diese dafür rechts auf rechts anhand der Knipse fest. Diese beiden Knipse hier vom Ärmel treffen auf das Vorderteil und ebenso treffen alle weiteren Knipse aufeinander. Und nun nähen wir den Ärmel von Ecke zu Ecke an. Wenn beide Ärmel angenäht sind, können wir unser Oberteil rechts auf rechts zusammenlegen und die Seitennähte schließen. Damit die Streifen hier schön aufeinandertreffen, stecke ich ein paar Klammern. Unser Oberteil ist jetzt soweit vorbereitet, jetzt können wir als nächstes den Rock nähen. Für die schrägen Taschen nähen wir zunächst die beiden Taschenteile rechts auf rechts mit den Seitenteilen an der oberen Kante zusammen. Anschließend können wir die Taschenteile umklappen und die Kante wie beim Ausschnitt bügeln und nähfüßchenbreit absteppen. Und jetzt klappen wir das angenähte Taschenteil so nach oben, dass diese schrägen Knipse auf die Taschenkante treffen. Und dann können wir die Stofflagen mit der Nähmaschine knappkantig zusammennähen, sodass unsere Tasche fertig vorbereitet ist. Die beiden Seitenteile nähen wir nun rechts auf rechts an das Mittelteil. Im nächsten Schritt nähen wir den vorbereiteten Vorderrock rechts auf rechts mit dem Hinterrock an den Seiten zusammen. Den fertigen Rock nähen wir jetzt rechts auf rechts an das Oberteil.
Ich stecke beide Teile an den Knipsen für die vordere und hintere Mitte. Sowie an den Seitennähten zusammen. Und als nächstes nähen wir die erste Tunnelnaht. Dafür nähen wir beide Teile nochmals mit der Nähmaschine zusammen, und zwar im Abstand von 2 cm zur ersten Overlocknaht. Dieses überstehende Stück klappen wir später nach oben und steppen es fest, sodass es einen Tunnel ergibt. Zuvor müssen wir jedoch über der Naht hier auf dem Oberteil 2 Löcher für die Kordel einarbeiten. Ihr könnt entweder Knopflöcher nähen oder so wie ich Ösen einschlagen. Deren Durchmesser sollte nicht größer als 1 cm sein, damit ihr später den Tunnel auch bequem festnähen könnt. Verstärkt den Bereich für die Ösen mit etwas Bügeleinlage und klappt den Tunnel nach unten und steckt ihn mit Nadeln fest. Und dann könnt ihr euer Kleid wenden. Markiert nun mittig an der unteren Kante des Oberteils die Ösenposition. Bedenkt, dass der Tunnel später 2 cm breit ist, sodass also die Ösen davon mittig sein sollten. Nun könnt ihr entsprechend der Packungsanleitung die Löcher und auch die Ösen einschlagen. Da wir hier mitten auf der Fläche arbeiten, geht das prima mit einem Hammer oder so einem Dreifuß. Als nächstes können wir den Tunnel nun nach oben klappen und mit einer Naht befestigen. Je nachdem, wie dick eure Kordel und wie groß die Ösen sind, könnt ihr die Kordel schon zuvor einfädeln. Steckt mit ein paar Nadeln den Tunnel rundherum schön glatt fest. Dann können wir jetzt den Tunnel entlang der Overlocknaht feststeppen. Achtet darauf, dass ihr die Kordel nicht festnäht und dass sie, wenn ihr im Bereich der Ösen seid, in Richtung des Rockteils liegt. Und so sieht nun der fertige Tunnel auf der Außenseite aus.
Zu guter Letzt müssen wir jetzt nur noch die Säume nähen. Dafür bügeln wir die Kanten an den Ärmeln und am Rock 2 cm nach innen um und nähen sie mit einer Cover- oder Zwillingsnaht fest. Mit dem Finger der linken Hand fühle ich hier die Stoffkante, sodass ich dafür sorgen kann, dass sie genau von der Naht erfasst wird. Die Ärmel säume ich nun auf die gleiche Weise, nur dass hier die rechte Seite innen liegt, ich also in der Öffnung nähe. Und fertig ist mein lockerlässiges Sweatkleid. Wenn ihr noch mehr Klamotten nähen wollt, dann schaut euch doch gerne diese Videos an. Und wenn ihr immer gleich erfahren wollt, wenn es neue Videos hier bei Petty-Do gibt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!